Hallo und herzlich willkommen zu Domina. Dieses Spiel hat einfach mal den geilsten Startbildschirm, weil ich kann hier mit linker und rechter Maustaste so ein bisschen rumtippen und dann kommt da dieses lilane Zeug. Das ist voll geil. Okay, ich drücke auf New Game und wir starten einfach mal. Zack. The sun is setting on the Roman Empire. A violent rebellion erupts in the far territories while political corruption evades the empire closer to home. Fearing a revolt, the emperor intends to distract the population with the greatest gladiatorial championship the empire has ever seen, promising unimaginable revolts of coin and glory. The emperor hopes to revitalize commerce and establish the rule of law once again, but Rome is disintegrating in his clenched fist. It may be your last chance for glory in Rome. The next local games are scheduled soon, and you aim to win. Ja. As the heiress to a crumbling Ludus in the heart of the Roman countryside, you see an opportunity to ride this wave of interest in bloodshed to the ends of the empire, to burn out in a fabulous spectacle of violence and greed. Having driven your family's Ludus into the ground with poor business decisions and lack of integrity, your father bequeathed ownership of the Ludus and its paltry holdings. On the dusty road back home to assume the mantle of Lanista and Domina, a desiccated old woman looks at you knowingly and proclaims they will never let you win. You try to put the old woman's icy stare out of your mind as a family figure dimly survives. Their new home, your father slowly fades towards this inevitable. Okay. Noch mehr? From your childhood you remember the dusty road leading to the market. It is your principal means of obtaining resources, water, food and wine for the upkeep of your Ludus, and you'll need to shop there fairly soon. You hope to find potential employees there, hopefully some reputable men who can aid in restoring the Ludus to glory. Your mind recalls a distant memory of a father wasting his time and coin at the pit fights beneath the market. You shudder to think of the place. A large man with a whip has presented himself at your villa and requests your ear. I see that there are games scheduled in a few days and have heard that you plan to attend. I served your father for many years, but when he fell ill and the Ludus turned to ruin, I had to find my daily bread elsewhere. I would be honored to return to the Ludus and train your men for this battle. Without me, these men will be slow and stupid lambs for the slaughter. You then play to manually train these brutes yourself and decide to take the man up on his offer. Seeing that you still struggle with the basic management of Ludus, the doctor writes a short note and has it delivered to you discreetly so as not to embarrass you in front of the man. Domina, if things are moving too quickly for you, try using the
Use the minus key to adjust time, or the space bar to pause completely. Additionally, the tab key will show you an overlay of gladiator info without having to manually select each one. Noch mehr? Was? Another note from the doctor arrives. Domina. It is obvious. Domina. It is obvious that you have an intense desire to control the minds of men. I can aid you in doing so during battle if it research the proper methods. Once I have researched it, you can control man in battle by selecting him during battle setup. You will notice a controller appear above his head, and an RL indicator will appear for the men who will fight for themselves. Hopefully they have some RE skill if they intend to win. Super. Gut, noch habe ich nicht ganz durchgesehen. Das ist Klaus Dieter. Klaus Dieter ist halt einfach ein cooler Typ. Arena Battle. Okay. Wir schicken in den Kampf, den können wir also in den Kampf schicken, gegen Aruntius. Ein Victory, also einmal gewonnen, Agility Level 7, Attack Level 16, bla bla. AI Skill 45, Agro 54, Turtle 70, Evil 72. Wie viel können wir nehmen? Ein. Mal gucken. Klaus Dieter ist sehr schlecht bei Agro, hat wenig AI-Skill, aber dafür sehr gut im Turtle und diese Seiten, also ausweichen und so. Der ist generell nicht so schlecht. Monius. Okay, der hat sehr gut ausweichen Zeugs und so. Ich geh mal kurz. Kann ich rausgehen? Nee. Okay, ich würde sagen, wir nehmen mal Nonius, den wir natürlich auch noch umbenennen. Und los geht's. Prepare for battle. Vier, 3, 2, 1. Defeat. Oh nein. Oh, Nonius ist gestorben. Na super. Wir haben nur noch Klaus Dieter. An old man enters your villa uninvited. He is well dressed and claims to be a high-placed government official. He introduces himself. I am the magistrate. I was impressed with your showing in my game yesterday. Your prowess as a lamista is evident, though you may be lacking in experience. My father was a good man, and I am sorry to see his business entirely failing. If you are in search of new slaves turning into gladiators, I can provide you with agreeable stock. The smell of wine on his dusty old fox breath is off-putting, but you intuit that keeping him in good favor will be necessary in order to obtain more favorable challenges in the arena one he hosts. So, brauchen wir erstmal nicht. Klaus Dieter, ihr müsst trainieren.
Klaus Dieter ist ein cooler Typ. Klaus Dieter muss einfach besser werden. Ich weiß auch nicht. Rebooter. Wir können Initius für 9 Coins. Der ist gar nicht mal so schlecht. Agro 70. Oh. Das nächste Battle-Dingsbums. Legate. Oder so. Centius. 20, 51, 36, 77. Also der hat nichts, deswegen schicken wir mal Klaus Dieter ins Rennen. Und werden wahrscheinlich trotzdem verlieren. Wir werden verlieren. Klaus Dieter. 3, 2, 1. So geht's. Super Klaus Dieter. Ich glaube, Klaus Dieter gewinnt. Klaus Dieter hat gewonnen! Oder? Ja! Victory! Klaus Dieter! 450 Coins, 20 Wein, 150 Wasser, Octavius, Constance und 2 Crowdfable. Yeah! A heavily armed soldier barges into your ludus unannounced. His armor is adorned with very fine detail, and you gather that he is an important person by the way he strikes fear into your slaves. I am Legate, commander of the military detachment stationed nearby. I was impressed with your showing in my games yesterday, but if you want to win more votes in the arena, you will need better trained warriors, and I have many to spare. My warriors may not be as agreeable and cheap as a magistrate's useless wares, but at least they know how to wield a sword. The man demands wine as he reclines on your balcony and suggests that if you put on an exhibition match for him or the magistrate, it would be useful training for your gladiators. But the legate does not appear to have much to do. He is always lingering around the villa and leering at you. He reclines in the shade overlooking the gladiators who toil in the heat. He drunkenly opines, "I do love a longer and more brutal fight, even more so when blades are dulled, such as when you enable game options, brutal fights. For what is worth, I'll never be a patron to any of these pathetic whims, but if you catch me on a good day and show me a gladiator worth supporting, perhaps I pay for this upkeep." Also wenn mal jemand stirbt, kann er sich, glaube ich, können wir ihn bezahlen und dann lebt er wieder? Oder so? Okay. Das nächste Match. Julius. 37, 51, 77. Ich würde sagen, Klaus Dieter oder Konstanz, der Neue. 4, 44, 51, 73.
71. Ah. Wir schicken Konstanz ins Rennen. Los geht's. Victory! Return to Ludus. Yeah. Your failing father calls to you. You show great promise as Lannister. You are natural, no doubt. You seek glory in Rome. In order to qualify for the great championship games, you will need to win some regional championships. This map shows the local heroes, some of them massive behemoths. For each region, I've estimated the cost of attending each of these games, but be aware that while the rewards are handsome, it will cost a great deal of resources to travel those games. When you have achieved a victory in a regional championship, I will tell you of Jupiter's blessings. Alles klar. Ich bin noch nicht... Ach, hier ist ein Map jetzt? Okay, ich bin noch nicht ganz so... Ich check das noch nicht ganz alles. Nächste Kampf. Dekimus. Oh Gott. 19, 72, 55, 40. Wir brauchen also jemanden, der gut in Turtle und Evasive ist. Wenn er ist jetzt angeschlagen, wir könnten Klaus wieder in Rennen schicken. Das machen wir auch mal. Klaus Dieter. Los geht's. Komm schon, Klaus Dieter, du schaffst das. Klaus Dieter, Klaus Dieter, Klaus Dieter. Ja, 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 ja. Ja, einmal noch. Ja. Klaus Dieter hat gewonnen. Victory. Errungenschaft, na klar. Errungenschaft freigeschaltet. Butcher Prime. Ich habe hier immer so ein Links auf Dingsen und so. Habt ihr auch gesehen, oder? Habt ihr. Das ist nicht so gut. Oder zumindest komisch. Ich weiß nicht. Was ich auch noch nicht weiß. Hallo Flavius. Okay. The celebration of Jupiter's immense and potent sex approaches, and you have not yet received an invitation to the magistrate's prestigious annual party. You do not want to miss the opportunity to network with other business-minded achievers in the community. Having no patrons and no imagination, you consider sending a blatant bribe for the magistrate to be included in the festivities. 16 coins, 16 wine, send a courteous note asking to be included on the guest list. Do nothing. The fool old man cannot be bored. Sagen wir 16 Coins ist nicht viel, deswegen machen wir 16 Wein. The magistrate accepts your gift of wine and you receive an invitation to the party. Siehste? Weil Wein ist sehr selten, so wie es aussieht, deswegen scheint es das gut zu sein. So, und alle schön am Trainieren, dass sie nicht automatisch trainieren, ist irgendwie doof. Doktore.
gladiator can surrender at any time during battle, potentially saving his life. Also, ich mache einfach zu. Ich weiß ja nicht, wie was das ist. 3 Tage noch. Okay, Klaus-Dieter Konstanz. Konstanz wird umgenannt in Bert. Bert ist Helm. Das ist Bert ist Helm. Das ist... Haben wir keine Frauen hier? Nee. Nicht. Wie wär's mit? Weiß nicht, was gibt's denn noch? Wir haben Klaus-Dieter, wir haben Berteshelm, wir haben jetzt noch, was gibt's denn für schöne Namen? Ich weiß nicht. Vielleicht ja Steve Stevenson. Steve Stevenson. Kenne ich einen guten Namen. Steve Stevenson, Berteshelm, Klaus-Dieter. Den nennen wir Franzistan. Weiß auch nicht. Bin gerade sehr unkreativ, aber das können wir irgendwann anders noch machen. So. Irgendwas mit S will er haben. Vielleicht ja. Na gut, nee, S ist doof. Paulus. Oh, das hört sich so 1800 an. Irgendwie komisch. Egal. Paulus und vielleicht Willibert. Nee, Willibald. Wilhelm. Willibald Wilhelm. Und ja, der nächste kam. 16, 89, 34, 26, also sehr groß aggro, deswegen brauchen wir wieder Total Evasive. Das Lied ja können wir glaube ich nicht in den Ring schicken, deswegen würde ich sagen, Spartiaten könnten wir reinschicken, wir können 2 Leute reinschicken. Die haben alle keine Ausrüstung, ne? Hier ist halt gesagt, Spartiaten und Klaus-Dieter. Es kann sein, dass Klaus-Dieter jetzt stirbt. Los geht's. Spartiaten und Klaus-Dieter, sie können es schaffen. Klaus-Dieter ist glaube ich gleich tot. Wir haben verloren, oder? Wir haben beide verloren. Oh, wir haben beide verloren. Oh Gott. Da war schon wieder. Klaus-Dieter und Franzistan sind tot. Oh Gott. Ich bin nicht bereit für neue Dings. Kann ich vielleicht irgendwie jemanden kriegen? Ich nehme ihn einfach mal. Den juckt's. Dann kriegt er mal ein Wein. Dann er hier kriegt auch nochmal 5 Wein. Und kriegt er 9 Wein. Er kriegt 9 Wein. 210. Nehmen wir einfach mal, wir können alles gebrauchen. Alles irgendwie. So. Ekimus wird jetzt umgenannt in Franzistan. Ich möchte die Leute behalten. Franzistan der Zweite. Oder machen wir so. Franzistan der Zweite. So, und Tacos wird umbenannt in
Klaus Dieter. Kann ich irgendwie spielen? So, hier, kannst, dann, der wird auch gehealt. Bad wird gehealt. Und Steve Stevenson und so ist okay. Ach du heilige. Ach du heilige. Also, wir können 5 Leute nehmen. Constantius, Serenus. Ja gut. 1, 2, 3, 4, 5. Natürlich die 5 besten. Also. Ich glaube nicht, dass das was wird. Aber egal. Los geht's. Eigentlich können wir nicht wieder ausrichten. Oh, wir haben gewonnen, glaube ich. Sofort, warte, jetzt haben wir gewonnen. Jetzt haben wir gewonnen. Jetzt haben wir gewonnen. Yeah. Aber wir haben 2 Leute verloren. Da war es schon wieder. Was ist das? Was ist das? Kenn ich nicht. Also, wir haben 3 neue Leute gekriegt. Okay. Franz Van Steve Stevenson, Paulus. Oh. Also Klaus Dieter ist schon wieder gestorben gewesen. Klaus Dieter. Dann ich mache jetzt mal Pause, damit wir ein bisschen. Ne, Klaus Dieter ist da. Jetzt haben wir 2 Klaus Dieter. Franz Van Paulus, Willibert. Nach Willibert. Wilhelm ist, glaube ich, gestorben. Konstanz ist dann der zweite, Paulus. Und 2 neue Leute. Können wir dich denn mal nennen? Du bist jetzt. Gustav. Giebel. Keine Ahnung, wer Giebel ist, aber du bist jetzt Gustav Giebel. Und Gnaeus of Militensium ist jetzt Mark. Sehr einfallsreich. Nein, aber nur Marco. Super. Weiter geht's. Marco. Also, 22 haben gehealt. Paul wird gehealt. Und Klaus Dieter wird definitiv gehealt. Und dann kann es weitergehen. Die Battles viel zu schnell. Fängt mal an zu trainieren, Leute. Weil eigentlich brauchen die alles. Sejanus. Akku ist gut, Evasive ist gut, Turtle ist, naja, ISQ ist auch relativ hoch. Ich würde sagen, ganz ist da der zweite. Willibert Wilhelm und Gustav Giebel sollten das hinkriegen. Los geht's. Victory! Errungenschaft freigeschaltet, Fish in a Barrel. Und wir haben ein paar neue Leute und wir können zum Ludus und ich würde sagen, nochmal anders so, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ihr könnt mich links abonnieren, rechts ist glaube ich mein Video, ich bin mir sicher, ich glaube schon. Ja,
Haut rein und ciao. Bis zur nächsten Folge.